Willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich schaue für euch wieder einmal spontan auf ein Thema, das für euch erscheinen soll, sprich keine Fragestellung von mir an das Universum. Ich schaue für euch mit dem Licht- und Schattentarot. Einmal für den Moment etwas Wesentliches, das euch das Tarot sagen möchte. Ja, für die meisten annehmbar und natürlich auch wesentliche Aussagen, die gute Impulse oder Inspirationen beinhalten. Ja, nützliche Hilfestellung oder mindestens eine Inspiration. Okay. Worum geht's hier denn? Worum geht's hier? Es geht hier wieder einmal um die Freude am Leben. Darum, dass einige von euch glauben, dass andere euch die Freude am Leben nehmen oder Angst davor haben, dass das passiert. Ja? Also, dass manche von euch Angst davor haben, dass andere Menschen euch die Freude am Leben nehmen können. Ja? Geht hier höchstwahrscheinlich um Einfluss von außen, ja, und zwar verbal, bezüglich der Kommunikation oder über die Kommunikation, ja. Wesentlich ist immer zu wissen, es kann ein anderer Mensch, so sehr er möchte, versuchen, euch zu überreden und sogar vielleicht das Wortgefecht gewinnen. Aber ihr entscheidet dann im Endeffekt mit eurem Körper, was ihr tatsächlich tut, ja, was tatsächlich eure Aktion ist, die ihr tut. Selbst wenn ihr insofern manipuliert worden seid und die andere Person hat es geschafft, euch zu manipulieren, sodass ihr Ja sagt zu irgendetwas. Ihr macht es dann einfach nicht. Ja, also was tatsächlich in der Praxis gemacht wird, das entscheidet ihr immer selbst. Das ist ganz wichtig zu wissen und deswegen ist es absolut unnötig, Angst zu haben, dass andere es schaffen können, euch zu manipulieren. Ja, selbst wenn ein Mensch jetzt vor euch steht und er argumentiert und ihr sagt im Endeffekt, weil ihr wisst, ich komme da nicht ran, ich schaffe es nicht, ja, ihr sagt einfach ja, ja, ich mache es, ja, ich bin dabei, ich stimme zu, was auch immer es ist. Natürlich, meistens ist es dann irgendetwas Körperliches, ja, und dann könntet ihr euch auch denken, soll er jetzt glauben, was er will, es ist mir egal, Hauptsache er ist jetzt weg. Und dann, wenn es darum geht, ja, das zu tun, das heißt, ihr werdet dann aufgefordert oder es wird erwartet, dass ihr irgendwo seid, dann macht ihr es einfach nicht, ja. Und es ist dann völlig egal, was er oder was andere Betroffenes denken. Er, dieser Mensch oder andere Betroffene, das ist egal, ja. Weil ich es einfach auch sehr heimtückisch finde, andere extremst zu manipulieren und nicht, ja, nicht einfach zum Beispiel ein Nein von einem Menschen zu akzeptieren. Also das verstehe ich nicht. Und es gibt Menschen, die sind nun mal eher so zarte Wesen, ja, die tun sich schwer überhaupt beim Nein sagen. Und wenn sie es dann schaffen und ein Gegenüber akzeptiert dieses Nein nicht, dann finde ich das ziemlich rücksichtslos und unsensibel. Und genau deswegen würde ich auf diese Menschen, die penetrant sind und versuchen zu überreden oder es geschafft haben, auch gar keine Rücksicht nehmen, dass ich dann im Endeffekt eben nicht das mache, was vielleicht vereinbart worden ist. Ohne schlechtem Gewissen. Weil das einfach nicht in Ordnung ist, solch eine Art. Also deswegen
ihr entscheidet immer in der Praxis, was ihr tatsächlich tut, egal was vereinbart worden ist. Und daher braucht ihr keine Angst haben vor Menschen, die quasi auf euch zugehen und versuchen, auf euch einzureden, euch zu irgendetwas zu überreden. Ja. Was auch möglich ist, ich meine, das ist jetzt so eine grundsätzliche Regel, aber was hier auch gleich vorgeschlagen wird, das ist auch eine gute Taktik und das zeigt nicht unbedingt, also das heißt nicht, dass ihr verloren habt im Endeffekt oder dass ihr euch verscheuchen habt lassen, sondern wenn euch im Moment eine Kommunikation nicht passt, ja, und es ist jetzt nicht gerade so, dass das ein Gast in eurem Haus ist oder ich weiß nicht, eine Mitbewohnerin in eurem Schlafzimmer oder Wohnzimmer, sondern dass ihr, da wo ihr seid, ist das ja entweder nicht euer Eigentum, Besitztum oder es ist quasi gleich aufgeteilt mit dem Gegenüber. Aber grundsätzlich gilt eben in einer Situation, könnt ihr immer gehen. Ihr könnt immer weggehen. Also ihr habt jetzt zum Beispiel ein Gespräch mit einem Menschen und es muss gar nicht logisch nachvollziehbar sein. Ihr müsst es euch nicht mal selbst logisch erklären, sondern ihr fühlt euch im Moment nicht gut. Deswegen, ihr fühlt euch gerade im Moment schlecht, so wie dieser Mensch mit euch redet oder umgeht. Nur darum geht's. Das ist eure eigene Auffassung, eure eigene Perspektive. Dann habt ihr jederzeit die Möglichkeit und eigentlich genau genommen auch das Recht zu gehen. Ja, einfach zu gehen, den Raum zu verlassen, aufzustehen und gehen. Immer. Ja, und wenn ihr zum Beispiel gefragt werdet, warum gehst du jetzt oder es wird irgendwie schlecht geredet im Moment auch von Umgebenden. Erstens, entweder nicht antworten oder zweitens, wenn ihr antworten wollt, sagen, mir tut dieses Gespräch im Moment nicht gut. Ja, oder ich dulde das nicht, wie gerade mit mir gesprochen wird. Beinhart. Ja, das mussten jetzt hier manche wissen. Ja, da gibt mir das, von oben bekomme ich wieder diesen Push, ich soll dieses Wissen weitergeben. Das ist nun mal wichtig für einige. Und für diejenigen, die so etwas schon gewusst haben, ist es einfach nur eine Wissensauffrischung und sich wieder darüber im Klaren sein. Okay, so grundsätzlich geht es hier aber darum, dass ihr Angst habt, dass andere euch die Freude am Leben nehmen. Wie genau ist es denn gemeint? Dann haben wir schon wieder so eine Karte der Freude, ja, die 4 der Stäbe. Also, einige haben Angst, dass wenn ihnen von anderen Menschen die Freude am Leben genommen wird, dass sie dann ihr eigenes Leben nicht mehr so gut genießen können und dass sie dann vielleicht auch die Liebe im Leben nicht mehr genießen können oder nicht so stark oder dass ihnen die Liebe erst gar nicht zukommt. Ja, hier haben wir nämlich Ass der Kelche, Start der Liebe zum Beispiel, unter anderem 4 der Stäbe ist eben das Fest, auch eine Karte der Ehe und dann eben 10 Rad, das Schicksal. Ja, also durch diese, ich nenne es allgemein Negativität anderer Menschen, haben einige von euch Angst, dass sie quasi die Liebe nicht richtig ausleben können, ja. Dass sich diese Menschen dann quasi mit ihrer Art, mit ihrer Anwesenheit gegen euch stellen, euer Schicksal sabotieren. Es stimmt schon, aber das, wenn ihr so denkt, wenn ihr so fühlt, dann trifft das auf alle Menschen zu, ja, weil wir sind niemals alleine mit dem einen anderen Menschen, mit dem wir liiert sind, auf diesem Planeten. Es sind immer andere Menschen auch vorhanden und die haben nun mal, Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Das ist so. Das werdet ihr nie ganz loswerden. Unmöglich. Ja, wir sind immer von anderen Energien umgeben. Ob die uns beeinflussen, das entscheiden wir größtenteils selbst. Gut, ich lege euch dann jetzt einen Ratschlag. Befreien von diesen Gedanken, befreien davor, dass
ihr euch erstickt fühlt dadurch, ja. Bei einigen kann es helfen, dass sie sich ein bisschen so mit ihrer Spiritualität beschäftigen oder wieder beschäftigen, ja. Und wenn ihr von absolut extremen negativen Menschen umgeben seid, ja, so richtig jeden Tag ist irgendwas Gravierendes, dann müsst ihr hier vielleicht tatsächlich gehen. Ich sage immer, ihr solltet euch niemals verscheuchen lassen, ja, Stolz bewahren, die eigene Würde als Frau bewahren. Aber wenn es gar nicht anders geht, ja, und es sind andere in so einer starken Machtposition oder ersticken euch, ja, also jetzt sprichwörtlich gemeint, dann ist es vielleicht aber an der Zeit oder gut zu gehen. Ja, ihr müsst ja auch nicht euch denken, okay, ich gehe jetzt wegen denen, sondern ihr könnt euch überlegen, okay, was möchte ich denn gerne tun? Möchte ich denn gerne woanders einen Job haben? Möchte ich denn gerne woanders leben? Ja, möchte ich in ein anderes Land ziehen? Bundesland, Stadt, wo hat es mich immer schon hingezogen? Was hält mich hier eigentlich? Ja, was hält mich hier? Hält mich nur mein Job hier, der mir vielleicht auch gar nicht so gut gefällt? Ja, sich selbst andere Begründungen suchen, umzuziehen, wenn es darum geht, wenn das hilft. Ja, sich dann nicht denken wegen denen, sondern das ist ein kleiner Impuls, okay, ich würde eigentlich aufgrund denen gerne weg, aber von denen lasse ich mich nicht verscheuchen, nein, also suche ich mir für mich einen triftigen Grund. Möchte ich in ein anderes Land, möchte ich in eine andere Stadt, möchte ich sowieso diesen Job aufgeben und woanders, wollte ich immer schon hier oder dort arbeiten, wollte ich immer schon hier oder dort leben. Ja, oder möchte ich in dieser Branche, in diesem Konzern bleiben und mich versetzen lassen? Ja, und wenn ich mich in diese wunderschöne Stadt dann versetzen lasse, bewusst, absichtlich, dann habe ich auch einen tatsächlichen triftigen Grund für mich umzuziehen. Ja, das ist dann eben, dass euch die Idee aufgrund der negativen Menschen gekommen ist, etwas zu ändern oder zum Beispiel eben umzuziehen, aber dann habt ihr im Endeffekt für euch selbst einen triftigen, tatsächlichen Grund gefunden. Finde ich ganz toll, ja, das dann so zu regeln, einfach weil dann die eigene Würde bewahrt wird. Okay, so, einmal noch ein paar Abschlussworte oder ich glaube, ja, wir können auch mal eine Kurzbotschaft machen. Schauen wir mal. Was haben die Karten denn noch zu sagen? Gesunde Egozentristik. Ja, ihr lebt für euch, ihr lebt nicht für andere. Ich habe schon so oft gesagt und ihr habt das Recht, euch immer zu verweigern. Immer, immer, immer. Ihr müsst nichts außer sterben. Und wenn ihr glaubt, dass ihr etwas müsst, dann habt ihr euch das von anderen angeschaut oder ihr wurdet von anderen manipuliert. Und damit meine ich auch Erziehung. Ja. Ja. Es geht einfach im Leben nur darum, selbstzufrieden zu sein, ohne Ellbogentechnik, ja, also schon mit Rücksichtnahme anderer und einfach für sich selbst richtig zu reagieren, ja, weil das kann immens auf die Gesundheit gehen, wenn ihr euch zu sehr von anderen aufbringen lasst, wenn ihr euch zu sehr aufregt und natürlich dann auch die Liebe schön auszuleben und auch Seelenverbindungen vielleicht zu machen, ist keine Pflicht. Aber wenn ihr nicht an die Wiedergeburt glaubt, ist es sowieso im Endeffekt zu Ende, ja, dann ist es nur sinnvoll für euch, dass ihr wirklich so zufrieden seid und nicht, dass ihr euch aufgeopfert habt für andere. Ja, diese Selbstlosigkeit, andere können gar nicht so dankbar sein, können gar nicht dankbar genug sein in Relation zu dem, was ihr opfert, was auch immer das ist. Und wenn ihr an der Wiedergeburt glaubt, dann könnt ihr nur in das nächste Leben spirituelle Weiterentwicklung und Seelenverbindungen mitnehmen. Alles andere ist sinnlos und könnt ihr nicht mitnehmen. Und das Wesentliche ist einfach dann im Moment, sich immer so gut als möglich wohlzufühlen und das Leben zu genießen.
Ja, ganz schlecht ist es zum Beispiel am Arbeitsplatz zu stehen und sich über die eigene Arbeit zu ärgern. Da ist man schon zur falschen Zeit am falschen Ort quasi. Da stimmt dann was nicht. Gut, positiv ist es zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe oder draußen bin und ich sehe eine Landschaft und denke mir, wow, ist das schön. Dann bin ich in einer positiven Energie, dann soll ich das sein, wo ich bin. Und das ist natürlich, es ist leichter gesagt als getan, aber ihr habt jederzeit die Möglichkeit, euren Wohnplatz oder Arbeitsplatz zu wechseln, wenn euch etwas nicht passt. Es muss in der heutigen Zeit aufgrund Wohnbedingungen und Geld zwar sehr gut geregelt werden, ja, geplant werden, aber es fühlt sich oft schwerer an, als es ist, denn andere Menschen haben es auch schon x Male gemacht, die in einer ähnlichen Situation waren wie ihr. Also es ist nicht unmöglich. Und wenn es sich unmöglich anfühlt, dann ist es immer sinnvoll, mit Freundinnen zu sprechen, vielleicht mit Verwandten zu sprechen oder sich sogar irgendwie an eine Beratungsstelle zu wenden. Ja, auch wenn es was Banales ist, wo ihr euch denkt, das müsste ich eigentlich können oder wissen. Ich müsste da eigentlich selbstständig genug sein vielleicht sogar oder selbstbewusst genug sein, um das selber recherchieren zu können, um das selber machen zu können. Okay, ja, aber ist es eine Schande, sich Hilfe zu suchen? Nein, vielleicht verspottet euch deswegen ein Mensch. Ja, aber dann kann er euch sowieso den Buckel runterrutschen, ja. Ja, ihr habt nichts zu verlieren, wenn ihr einfach mal nachfragt und um Hilfe bittet. Gut, das war hier so für euch eine Kurzbotschaft von mir zu meinem Frühstück, aber veröffentlichen tue ich wahrscheinlich wie immer das Ganze am Abend dann. Ja, damit einfach der Algorithmus von YouTube nicht beleidigt ist und ja, dass ich dann auch ein bisschen etwas dazu beitrage, sodass hoffentlich sinnvolle Videos so viel als möglich verbreitet werden, ja, um so viel als möglich Menschen erreichen und hoffentlich auch helfen zu können. Dann wünsche ich euch noch, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Schreibt mir gerne in die Kommentare, inwiefern euch das Video geholfen hat, ja. Alles Gute und bis bald.